So, da sind wir direkt in der Protrutermatte. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hier spielt der RFC Basel Rugby. Die knallharten Jungs trainieren hier an diesem wunderschönen Platz. Schaut euch das mal an. Man kann hier auch Basketball spielen, Fitness machen und hier gibt es eine gute und schöne Möglichkeit auch zu joggen. Und gleich nebenan befindet sich der Margaretenpark. Hier oben ist die Margaretenkirche, gehört nicht mehr zum Gundeli, aber die werden wir auch noch anschauen. So, ihr habt sie gesehen, hier ist nochmal die Protrutermatte. Und wir kommen auch von dieser Seite in den Margaretenpark. Hier spielt übrigens, haben wir noch Tennisplätze. Schöner kleiner Park. Ich bin hier im Gundeldingen aufgewachsen und war gefühlt jeden Tag in diesem Park. Ja, es war eine schöne Zeit. Kleiner Knips mit dem BMX, war für mich wie ein Riesenfahrrad. Das war fantastisch, ich habe es geliebt. Hier haben wir eine Kita. Schöner Brunnen. Einmal schön den Daumen drauf drücke und dann loslassen. Und dann kommt es raus wie eine Kanone. Hier könnt ihr dann nach oben gehen. Im Prinzip Richtung Bruderholz. Das werde ich euch auch noch zeigen. Oder wir gehen hier zur Seite Richtung Gundeli. Gundeldingen. Wir Basler sagen Gundeli. Hier für alle Tennisfans. Der Spielplatz. Das hat früher komplett anders ausgeschaut. Da gab es als Kind x Treppen. Da sind wir mit dem Velo runtergefahren. Zum Glück haben das unsere Eltern nicht gesehen. Ja. Sommer ist auch noch Wasser drin. Oh, sind wieder mal am Bauen. Das ist ein Basel-Ding. Es wird gerne gebaut. Man möchte ja auch was verschönern. Dieser schöne Brunnen im Margaretenpark. Hier aufpassen, wenn ihr was trinkt. Eure Zähne werden euch einfrieren. Also ganz langsam trinken. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Schmuckstück. Oh, die sind bald am Bauen. Und Traktoren fahren hier um. In einer Saugeschwindigkeit. Sind kräftig hier am Bauen, Umbauen. Ja. Da scheint es wieder neue Spielmöglichkeiten zu geben. Hoffe ich doch. Aber man kann ja auch chillen und grillen. Und überfüllt ist eigentlich nicht. Gut, wir haben jetzt auch Montag, 2 Uhr. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da oben ist die Kunsteisbahn. Ja, man sieht sie nicht. Dort könnt ihr am Winter Schlittschuh fahren gehen. Macht auch Spaß. Und im Sommer gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sportaktivitäten.
Jetzt kommen wir zum Winkelredplatz. Kleiner, schöner Platz mit vielen Sitzgelegenheiten. Kann man hier mal kurz ausspannen. Ping-Pong. So, hier haben wir eine schöne Bäckerei, den Jetzer. Bestes Hülseli. Sehr fein. Vom Jetzer. Ich liebe das Hülseli. Aus Brezelmaterial mit viel Butter. Ja, seht ihr, ist schon was Spezielles. Müsste mal so ein Special machen, das mache ich. Probier mal die besten und geilsten Brezel aus. Und Hülseli. Und hier ist der Bahnhof SBW am Gundeli. Und wir gehen wieder aus dem Bahnhof SBB. Den werde ich euch das nächste Mal zeigen. Und schon sind wir wieder draußen. Der Bahnhof SBB werde ich euch das nächste Mal zeigen. Ist nicht direkt im Gundeli, aber am Gundeli. Da machen wir extra noch ein Special dafür. Hier an der Güterstraße, wo auch die Tramlinie 16 fährt. Also wenn ihr euch auf der Güterstraße spaziert, dann seht ihr jedes Mal die Uhr von der Heiliggeistkirche. Ja, ein spezielles Bild. Die Güterstraße ist voller Action und wird immer fast überfahren, also passt da gut auf. Schaut nicht zu fest auf die Uhr, aber es ist ein schöner Anblick. Ja, schauen wir mal, ob ihr es seht. Da ist der Döner.
Jetzt sind wir bei der Liesberger Matte, gleich beim Tiersteiner Schulhaus. Hier kann man spielen, für die Kinder, Fußball spielen. Das alles an der Güterstraße. So, jetzt kommen wir dann gleich zur Heiliggeistkirche. Also für alle Kirchenfans ist es eine sehr schöne Kirche. Dann kommen wir hier gleich an die Delsberger Allee. Ein Wohngebiet mit schönen Häusern. Schön ruhig. Ja, der Gundel ist immer voller Action, aber hier kann man in Ruhe wohnen. Schaut euch das mal an. Was für ein schönes Fleckchen. Die Delsbergallee. Da könnt ihr gemütlich einmal durchspazieren und euch das mal anschauen. So, hier haben wir ein schöner Bioladen. Biolade Gundeli. Da gehen wir noch gleich mal rein. Wow. Schöner Laden, sehr schön. Etwas zum Trinken, aber der Stuhl. Ja. Perfekt. Kinoko? Und das so Kombucha, ein bisschen so. Oh, Kombucha. Da zum Beispiel. Chi. Ah ja. Oder ich habe auch das Fass. Und was? Ja. Was? Das klingt schon spannend. Oh, Mit Zitrone und Ingwer oder Erdbeeren Basilikum. oh wow. Ich kann auch ein bisschen probieren. Okay, ist gut, Und gell? alle drei oder? Ja, wenn ich darf, jetzt probieren, ist das gut. So. Dankeschön. So, das ist jetzt. Spearmint. Das ist schon gut, ja. Sehr gut. Zitrone und Ingwer. Danke vielmals. Oh ja, super. Und Erdbeere. Oh, das ist schon gut. Erdbeeren und Basilikum, das ist mein im Moment. Ich dachte nicht, dass das der beste ist. Ich dachte Zitrone Ingwer. Ich würde gerne Erdbeer Basilikum nehmen. Ja. Dann es funktioniert so 2 Franken fahren. Ja, okay, ist gut. Und dann den Rest, wenn es 14 Franken pro Liter, das ist mal gut. Okay, doch, es passt, ja. Ja. Nehme ich gerne so ein Glas. Was ich gerne auch sagen, nicht ganz Großflasche, kann auch halbe, das kommt dann auch. Okay, ja, kein Problem, kann man auffüllen. So. Erdbeere, Basilikum, das schmeckt echt geil. Ich dachte zuerst, Ingwer ist der beste, weil Ingwer auch immer geil ist. Aber Erdbeer, Basilikum, fantastisch.
Geht dort rein, probiert es aus. Hier mein Lieblingsdöner. Bester Döner, Butterfly. Da bin ich gefühlt einmal die Woche drin. Ist nicht günstig, aber es soll auch nicht sein. Es ist einfach nur geil. Ja. Ich empfehle den Döner Taylor zu nehmen. Das schmeckt am besten. Man bekommt schön warmes Brot, schön Joghurt mit Knoblauch, das tolle Fleisch. Ich liebe es mit Reis. Gibt auch Pommes dazu. Greift zu, probiert es aus. Ich werde auch noch einen Clip machen, das ist fantastisch. Ich habe was Schönes gefunden. Wertstätte. Aha. Das schaut toll aus. Ja, sehr gut. Gegen Lebensmittelverschwendung, Armut, Einsamkeit reduzieren. Wir geben Lebensmitteln neuen Wert. Mal schauen. Grüezi. Und das habe ich gerade gesehen. Also was machen die da genau? Also das ist Verkettung der Lebensmittel, teilweise kriegt man von Bauern, teilweise vom Konsum, Mikro, einfach die Sachen, die sie nicht kaufen und so. Okay. Und dann probieren wir jetzt neue Sachen machen, die wir dann verkaufen. Okay, das heißt, du mal neu verarbeiten dann und dann. Ja, genau. Das ist doch toll. Dann haben wir im Dreispitz haben wir eine Küche gemietet und dort werden wir dann das machen. Ja. Okay, cool. Ja. Darf ich mal so ein bisschen? Ja. Schön. Das heißt, gibt es denn mehrere Läden da? Oder ist das jetzt der erste? Nein, aber wir tun auch so Events. Ah. Events machen, je nachdem die Firmen bei uns so Geschenke bestellen für Gäste, die bei ihnen auf Besuch sind und so. Okay, das ist nicht toll. Das ist Ja. ganz toll. Ja, das ist jetzt getrocknete Pflaumen. Das tun wir einfach den Mousse kochen ohne Zucker und dann tun wir das so trocknen. Und das ist für Kinder, also meine Großkinder finden das super, die catchen dann einfach. Ja. Weil es verschiedenste Sachen, meine Schwiegertochter findet ja keinen zusätzlichen Zucker. Aber Und sie sind man eine kann kauen. Zeit- Genau, sie sind eine Zeit beschäftigt. Also auf eine gute Art. Ja, Also, ja. genau. Weil oft ist ja ganz weich. Und dann, Ja. Das will man ja ein bisschen haben. Ja, genau. Wir haben immer wieder andere Sachen. Ja, jetzt haben wir eben Schoki von Ostern halt. Ja. Ah ja, logisch, ja, da wieder einiges übrig sein. Ja, genau. Ja, das ist super, ja. Okay. Ja. Jetzt will ich noch reinkommen, Fett, jetzt kaufe ich auch etwas, oder? Da haben wir auch vom ESC und von der WM. Ach. Da haben wir so aus der Plan und so haben wir so Sachen gemacht. Also, Oh, das so haben gut. professionelle Näherin gemacht. Oh, und so, ja. das ist aber toll. Ja. Das ist glaube das, Etui klein. Das ist auch vom Teppich. ESC. Das ist vom Teppich, was da. Ah nein. Dem Teppich, der da so auf der Straße gelegen ist, wissen Sie? Ah ja, ja. Ja. Das ist schon ganz cool. Mega. Kann ich gerade da meine bessere Hälfte jetzt Ja. beschenken. Oder? Sicher voll, ja. Das ist der Teppich für die ganz heiß. Ich glaube, ich nehme das. Ich nehme das. Gut. Was haben wir gesagt? Ich gebe Gott. Das 20 ist gut. Dankeschön vielmals. Danke. Dankeschön, ja. auf Wiedersehen. So, meine Lieben, das war das Gundeldingen. Gundeli. Wirklich ein schöner Ort. Ich habe hier viele schöne Kindheitserinnerungen. Wird auch irgendwie beliebter. Das Multikulti, es ist cool. Es läuft was, hat Abwechslung. Ist ein bisschen wie eine eigene kleine Welt. Für eine coole Art. Ich liebe das Gundeli. Geht hin, schaut euch alles an. Ja, ihr werdet euch Spaß haben. Ich liebe euch.